Außerdem bezüglich des Themas mit dem Regionalzeug und so. Ich habe letztens nachgeschaut, weil mir ist eingefallen, dass sie das letztes Jahr auch so gemacht haben. Und es ist einfach so, dass die uns wahrscheinlich keine Infos geben werden, by the way. Vor dem FEC. Mehr. Also die Infos über den FEC-Server posten sie zeitgleich, während der FEC-Server live geht. Falls das jemand noch nicht mitbekommen hat. Also sowas zumindest letztes Jahr. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe jetzt wirklich alles gedroppt. Außer the fucking Blessing of the Demon. Was für ein Troll. Das heißt quasi, wer noch auf Infos wartet, vielleicht, so wie ich eigentlich vorhatte zu warten, ja, wird enttäuscht werden, weil sie es voraussichtlich, also vielleicht posten sie es eine Stunde früher oder so, aber sie posten es erst am Tag, wo der Server live geht. Also letztes Jahr haben sie es am 16. Mai gestartet und am 16. Mai war auch der Serverstart. Das heißt, dieses Jahr posten sie es am 24. April. Und manchmal posten sie Events schon so 1-2 Stunden früher, kann schon, oder bevor die Serverwartung zu Ende ist. Aber erstens kann man sich darauf jetzt auch nicht so 100% verlassen und zweitens, naja, ich meine, so 5 Minuten vorher oder so macht man ja keine weltbewegenden Entscheidungen mehr. Sage ich mal. Das wäre eher relevant, wenn man jetzt das wüsste, man weiß, hat alle Infos, die es gibt. Und dann hat man noch ein paar Tage Zeit, darüber zu schlafen, nachzudenken oder so. Aber genau diese Zeit werden wir nicht bekommen, voraussichtlich. Außer sie machen es anders als letztes Jahr, aber da sie ja eigentlich immer das Gleiche machen, ist das eher unwahrscheinlich. Ich meine, so weltbewegend wird es eh nicht sein. Aber halt interessant wäre das mit dem Level 30. Wann man die Doppel-XP und Doppel-Drop und so bekommt. Den Bonus, den FEC-Bonus. Vor allem für Free-to-Play-Spieler wäre es natürlich nice, wenn es früher ist als später. Man kann man eh nicht ändern, aber wäre trotzdem cool zu wissen. Ist ja für den einen oder anderen vielleicht auch die Voraussetzung, ob man casht oder nicht. Oder wie viel man casht oder nicht. Und dann halt noch, ja, ob noch irgendwelche zusätzlichen Events laufen. Irgendwelche Starter-Events quasi. Zusätzlich zum Oster-Event und zusätzlich zum FEC an sich. Also der FEC an sich ist ja eigentlich auch ein Event, sozusagen. Nur ein sehr langes, sehr umfangreiches. Also all diese Dinge könnten schon hier und da noch den kleinen, aber feinen Unterschied machen. Jetzt vielleicht nicht zwingend, welche Klasse man spielt, das ist jetzt wahrscheinlich eher weniger für die meisten. Aber, ja, kleine Feinheiten halt. Und außerdem hat man ja immer ein besseres Gefühl, wenn man alle Infos hat, bevor man etwas anfängt. Und nicht erst, nachdem man angefangen hat. Also zumindest geht's mir so. Also ich wüsste schon lieber vorher alles. Und wenn es nur einen Tag davor ist, als sich das dann im Stress nebenbei reinziehen zu müssen. Im Endeffekt tun sie sich auch selber keinen Gefallen, weil wenn sie wieder irgendeinen Fehler machen, wäre ja auch nicht das erste Mal, dass sie irgendwas falsch posten oder irgendwelche Moderator irgendwelche Infos raushauen und dann stellt sich im Nachhinein raus, ja, das ist gar nicht so, das ist alles ganz anders. All solche Dinge könnte man damit wahrscheinlich auch vermeiden, wenn man es schon mal 1-2 Tage vorher postet, bevor die Leute überhaupt anfangen zu spielen. Weil dann könnten Fehler noch auffallen irgendjemandem, dass da irgendwas nicht richtig abgeschrieben wurde oder übersetzt wurde. Oder, ich meine, gut, übersetzt wird eigentlich nichts mehr, die Website gibt es nur in Englisch. Aber, ja. Also all solche Dinge, eigentlich tun sie sich selber keinen Gefallen damit. Sie tun uns keinen Gefallen, sie tun sich selbst keinen Gefallen. Und trotzdem machen sie es so. Es ist mir wie immer ein Rätsel, diese Firma. Weil für die wird es am Donnerstag ja auch extrem stressig. Alle Moderator, die da sind, werden wahrscheinlich in-game sein. Die Game Master werden 5 Millionen Tickets bekommen, weil irgendwelche Sachen nicht funktionieren werden, wahrscheinlich bei irgendwelchen Leuten. Und dann hast du im schlimmsten Fall auch noch eben fehlerhafte Eventbeschreibungen oder so, wo Leute dann sich auch noch drüber aufregen. Zusätzlich. Dann wird wahrscheinlich der Server nochmal neu gestartet werden müssen, weil irgendwas nicht funktioniert. Dann gibt es ein Rollback. All die schönen Dinge.
Also so war es, glaube ich, letztes Jahr. Letztes Jahr war der Server dann gleich nochmal eine Stunde offline. Also entweder war es nach dem Update oder es war beim FIC. Aber ich glaube, letztes Jahr gab es Probleme am ersten Tag. Wie immer.